Er soll Briefe geschrieben haben und nie abgeschickt? Ja. Vielleicht hat er sie auch bloß in Indien abstempeln lassen. Und sie gestern hier irgendwo versteckt. Wann willst du mal damit klarkommen? Ich meine, bei Sebastian war es doch genau dasselbe. Ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Ja, sicher, jetzt wo Tim weg ist. Könntest du etwas deutlicher werden? Ja, Christoph. Mein zukünftiger Ex-Mann hat Ben jahrelang um sein Erbe betrogen. Nur Ben konnte das leider nie beweisen. Oh Gott, was tust du hier? Ganz einfach. Ich habe den Job in Kuwait geschmissen. Ich bleib hier in Düsseldorf. Und du willst wirklich in Düsseldorf bleiben? Wie oft soll er es denn noch sagen? Hast du dir das denn noch gut überlegt? Da gibt's nichts zu überlegen. Ja, aber was ist denn mit deinen ganzen Plänen, mit Kuwait und all dem? Unwichtig. Es klang vor ein paar Tagen aber noch ganz anders. Da hatte ich auch noch keinen so guten Grund, hier zu bleiben. Das ist lieb von dir, aber... Okay, aber was hast du vor? Wovon willst du leben und wo willst du wohnen? Das wird sich ergeben. Das sagen sich die über 4 Millionen Arbeitslosen auch fast jeden Tag. Hey, ich bin jung, ich bin gesund, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Und Ideen habe ich jede Menge. Du weißt wirklich, was du willst, hm? Allerdings. Du hast doch einen Termin, oder? Oh Gott, ja, den hätte ich fast vergessen. Tut mir leid. Ich muss los. Jetzt schon? Ja, was geht, schaffe ich sonst nicht. Soll ich dich irgendwo abholen? Sollen wir uns treffen nachher noch? Nee, ich glaube, das ist wieder so ein Mammuttermin. Es wäre mir lieber morgen. Okay. Gut. Um 11 im Off-Limits. Alles klar, ich werde da sein. Okay. Tschüss. Ciao, ja. Also mit den paar Kröten können wir den Kinoabend vergessen. Abwarten. Aha. Denn sparsam wie ich bin. Hey, Gina, das ist ja super. Hey, Alter, hast du gesehen? Gina hat noch einen Fuffi. Schön für Sie. Das heißt ja für sie. Schön für euch. Das heißt für uns. Hast du keinen Bock mehr auf Kino oder was? Bingo. So, also von mir aus können wir. Gina und ich sind fertig. Nur Florian hat keinen Bock mehr auf Kino. Was? Hey, wir wollten doch zusammen ins Kino gehen. Man geht eben ohne mich. Aber ohne dich macht's einfach keinen Spaß. Ja, ich bin im Moment auch die absolute Stimmungskanone. Komm, du wirst sehen, wenn wir erstmal unterwegs sind. Komm, Florian, probier's doch wenigstens mal. Florian, ich kann ja verstehen, dass du down bist, aber glaubst du, Iris hätte es gerne gesehen, wenn du dich so hängen lässt? Ich würde sie ja gern fragen. Du musst mal auf andere Gedanken kommen. Ich will aber nicht. Es will mir einfach nicht einleuchten, dass du so einen super Job in Kuwait einfach so wegspeist. Jobs gibt's doch auch hier. Ja, und die Kohle? Ich meine, hast du dir mal überlegt, wie viel dir durch die Lappen geht? Es gibt Wichtigeres als Geld. Zum Beispiel? Julia. Zum Beispiel. Wegen einer Frau gibst du so eine einmalige Chance auf? Julia ist nicht irgendeine Frau. Für mich ist Julia die Frau. Ja, okay, Julia ist ein tolles Mädchen. Aber du bist bescheuert. Absolut bescheuert. Wer sagt dir überhaupt, dass sie dich will? Ich. Ja, und woher willst du das wissen? Hast du sie schon mal gefragt? Naja, nicht so direkt, aber ich verlasse mich da ganz auf mein Gefühl. Ja, hoffentlich irrst du dich da nicht. Das Risiko gehe ich ein. Ja, und wenn es schief geht? Dann habe ich es wenigstens versucht. Naja, du wirst schon wissen, was du tust. Worauf du dich verlassen kannst.
Ich bin aufgewacht, aber du warst schon weg. Ich musste einfach raus. August von Anstetten, 22. Dezember 1911. Ich habe das Schild hier noch nie gesehen. Es ist Familientradition. Den Baum hat mein Großvater gepflanzt, als mein Vater geboren wurde. Ich mache mir schwere Vorwürfe, dass ich nicht da war, als er starb. Das war aber doch nicht deine Schuld. Gerne hätte ich ihn noch mal gesehen. Wenn er wenigstens meine Briefe bekommen hätte. Ja, dafür kannst du dich bei Christoph bedanken. Das Schlimmste ist, dass er im Glauben gestorben ist. Er wäre mir völlig egal. Das ist so endgültig, so unwiderruflich. Das werde ich Christoph nie verzeihen. Was hast du heute in der ersten Stunde? Erdan Anna, hallo. Was? Welches Fach hast du in der ersten Stunde? Hm? Englisch. Was ist los mit dir? Florian. Ich mache mir halt Gedanken um ihn. Lass ihn mal. Der wird das schon irgendwann packen. Als ich vorhin in seinem Zimmer war, da lag er nur da und starrte die Decke an. Warum bist du eigentlich schon auf? Wieso wohl? Ja, aber ich denke, bei euch fallen die ersten beiden Stunden aus. Wie kommst du denn darauf? Hat Florian gesagt. Naja, der wird wohl irgendwas verwechselt haben. Oder er macht blau. Sag mal, macht er das öfter in letzter Zeit? Naja, so ein paar Mal schon. Warum hast du denn nichts gesagt? Mein Gott. Florian hat momentan keinen Bock auf Schule, na und? Ist ja wohl verständlich, oder? Ja schon, aber so kann das doch nicht weitergehen. Der wird das schon irgendwann packen. Er braucht nur noch ein bisschen Zeit, hm? Vielleicht braucht er einfach nur mehr Hilfe. Mehr als zeigen, dass wir für ihn da sind, können wir auch nicht. Wir dürfen uns nicht aufdrängen. Wenn er uns braucht, dann wird er schon kommen, hm? Tja, da hast du wahrscheinlich recht. Tja, ich kann ja schon verstehen, dass Tim nicht nach Kuwait will. Düsseldorf hat ja so einiges zu bieten. Endlich mal jemand, der mich versteht. Kann ich noch irgendwas für euch tun? Ja, erstmal hätten wir gerne 2 Kaffee. Und dann bräuchten wir ein Zimmer. Also, Ihr legt aber ein rasantes Tempo vor, wenn ich das mal so sagen darf. Also, damit keine Missverständnisse entstehen, ich brauche das Zimmer nicht nur für ein paar Stunden. Ach so, du willst also richtig einziehen. Ja, von mir aus gern. Also, Cleos altes Zimmer ist ja noch frei und das könntest du ja haben. Solange er dort nicht Klavier spielen will. Was ist daran so komisch? So komisch ist die Geschichte nun wirklich nicht. Hallo. Sag, wir haben uns doch auf der Beerdigung kennengelernt. Ah, ja. Wenn du nichts dagegen hast, könnte Tim doch Cleos altes Zimmer haben. Wollten Sie nicht ins Ausland gehen? Ja, ursprünglich schon, aber ich habe meine Pläne geändert. Verstehe. Naja, dann herzlich willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Hoffentlich gefällt Ihnen das Zimmer. Ganz bestimmt. Mir gefällt hier alles. Schau dir das an. Was ist das? Ein Interview mit Ben. Über dich, über Friedenau, über diese ganze verdammte Geschichte. Graf Benedikt packt aus. Erbskandal hinter den Kulissen von Friedenau. Mein Bruder ist ein Betrüger. Er hat meinen Vater sogar noch auf dem Sterbebett belogen und mich damit um mein Erbe gebracht. Jetzt ist er völlig durchgeknallt. Du musst gerichtlich dagegen vorgehen. Ruf deinen Anwalt an. Damit irgendwann mal eine Gegendarstellung gedruckt wird, das hat doch keinen Sinn. Aber dass er so weit gehen wird... Aber was willst du denn tun? Ich weiß es nicht, Barbara. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich diese elenden Briefe nie gesehen habe. Wenn man wenigstens wüsste, wie sie auf den Speicher gekommen sind. Das ist mir auch schleierhaft. Wenn Ben damals wirklich diese Briefe abgeschickt hat, dann will es mir nicht in den Kopf, wieso ich nicht einen einzigen davon gesehen habe. Ich kann das auch nicht begreifen. Es kann doch nicht jemand alle Briefe abfangen. Also, wer es auch immer getan hat, er muss über Monate dem Postboten aufgelauert haben. Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir, dass es damals diese Briefe überhaupt nicht gegeben hat. Du glaubst also, dass Ben sie jetzt erst geschrieben hat? Aha. Aber was ist mit den Briefmarken, dem Poststempel aus Indien? Es sind doch schon Hitler-Tagebücher gefälscht worden. Boah, du traust ihm aber allerhand zu. Wenn jemand seiner Familie so in den Dreck zieht, dann traue ich ihm alles zu.
Hier, hör dir das an. Graf Benedikt von Anstetten kämpft um Ehre und Erbe. Der soll Christoph nur mal tüchtig einheizen. Mit seiner hübschen Frau an seiner Seite wird er gegen das Testament seines Vaters angehen und fordern, was ihm zusteht. Da ist ja richtig was los in Friedenau. Da muss ich unbedingt hin. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Barbara wird natürlich auch da sein und Christoph in diesen schweren Zeiten das Händchen halten. Die soll ihm halten, was sie will. Diesen Betrüger, Erbschleicher, Gauner. Das wird ihm jetzt auch nicht mehr viel helfen. Na, Kleiner, machst du schon schlapp? Nee. Nur eine kleine Pause. Aber glaub ja nicht, dass die Welt hier schon zu Ende ist, Jung. Hast du schon gehört? Tim bleibt in Deutschland. Mhm. Hörst du mir zu? Tim bleibt in Deutschland, na und? Na und? Einfach so einen Job schmeißen? Würde dir natürlich nie passieren. Ich hätte immer einen guten Grund dafür. Er wird schon wissen, was er macht. Nein, das weiß er nicht. Er bleibt hier, einfach so, ohne Grund, obwohl er einen sicheren Job in Kuwait gehabt hätte. Hinter diesem Job bin ich für so sicher. Dieser Hussein ist schon mal einmarschiert. Ach, du hast doch keine Ahnung. Jan, Tim ist alt genug. Ja eben, der müsste auch vernünftig genug sein. Man könnte meinen, du wolltest ihn zurück in die Wüste schicken. Nein, aber man wird sich ja wohl noch mal Gedanken machen dürfen. Gefällt dir das Zimmer? Machst du dir etwa Sorgen um meine Finanzen? Naja, so ohne Job. Das ist aber rührend, Was? dass du dir Gedanken um mich machst. Ah. Du wirst dich doch nicht etwa in mich verliebt haben? Nein, wie kommst du denn darauf? Ich kenne dich erst seit ein paar Tagen. Schon mal was von Liebe auf den ersten Blick gehört? Schon mal was von Nächstenliebe gehört? Also falls es dich beruhigt, ich habe ein bisschen was gespart. Nicht so viel, aber bis zum ersten Job reicht schon. Trotzdem, gut bezahlte Jobs gibt's nicht wie Sand am Meer. Geld ist mir nicht so wichtig. Sondern? Ich brauche eine Herausforderung. Will neue Sachen entdecken. Warum bist du dann hier geblieben? Weil es hier eine ganze Menge zu entdecken gibt. So. Was denn? Dich.
Warst du joggen? Nee, auf einem Staatsempfang. Hallo Florian. Hallo. Hallo Papa, du schon da? Hab früher Schluss gemacht, Überstunden abgebummelt. Weißt du, was mit dem Jungen los ist? Nein, weiß ich auch nicht genau. Ja, ich sehe mal nach ihm. Würde ich nicht tun. Ich glaube, Florian will nur seine Ruhe. Mamas Tod macht ihm besonders schwer zu schaffen. Ja, uns allen. Aber er ist noch so jung. Was kann ich denn tun? Gib ihm Zeit. Das ist das Einzige, was du im Moment für ihn tun kannst. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Wie kannst du hiermit an die Öffentlichkeit gehen? Ist dir wohl jetzt peinlich, was? Ich bin nur froh, dass Vater das nicht mehr erleben muss. Eigentlich schade. So hätte er wenigstens endlich die Wahrheit erfahren. Du hast das Ansehen der Familie beschmutzt. Wenn hier jemand dem Ansehen der Familie geschadet hat, dann wohl du. Du bist der Betrüger. Du hast die Briefe unterschlagen. Ich habe keine Briefe unterschlagen, weil es keine gab. Jetzt willst du wohl auch noch bestreiten, dass ich dir vorgestern die Briefe gegeben habe. Dafür gibt es wohl inzwischen genügend Zeugen. Zeugen? Wofür? Du hast mir irgendwelche Briefe gegeben, ja, aber wer weiß, ob die echt sind. Jetzt kommt der wieder mit der Fälschungstheorie. Das ist keine Theorie. Stimmt, das ist Schwachsinn. Mein Gott, Christoph, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Warum gibst du nicht einfach zu, dass du damals einen schweren Fehler gemacht hast? Ich habe keinen Fehler gemacht. Du hast die Briefe im Nachhinein gefälscht. Christoph, das bringt uns auch nicht weiter. Vielleicht doch. Halt du dich doch da raus. Was willst du überhaupt hier? Hm? Hast du nichts Besseres zu tun? Es geht dich gar nichts an. Ich denke, ihr wollt feststellen, ob die Briefe echt sind. Ja, aber ich glaube nicht, dass du das kannst. Ich nicht, aber dafür gibt's doch Spezialisten. Ja, genau. Soll ein Gutachter doch sagen, was mit den Briefen los ist. Das klingt vernünftig. Von mir aus können die Briefe gerne überprüft werden. Gut. Ich werde einen Gutachter damit beauftragen. Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Komm rein. Wie geht's dir? Geht. Du warst heute nicht in der Schule. Mir war nicht danach. Mhm. Ich bin am Rhein spazieren gegangen. Lang gelaufen. Und dann habe ich da gestanden und den Schiffen nachgeschaut. Wenn es dir gut tut. Ich weiß es nicht. Ich habe nachgedacht und mir sind die merkwürdigsten Dinge durch den Kopf gegangen. Was denn zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass Schiffe immer ein Ziel haben. Und da oben auf der Brücke, da ist immer einer, der weiß, wo es lang geht. Der Kapitän. Ach, Kapitän, Steuermann, egal. Einer ist immer da, der aufpasst und den Kurs korrigiert. Du meinst also so jemanden wie Iris? Sieht ja richtig professionell aus. Hast du das schon öfter gemacht? Naja, ob ich jetzt in Kanada die Rinde von den gefällten Bäumen schäle oder hier die Kartoffeln. Wo ist da der Unterschied? In der Bezahlung? Ein Jahr Kanada könnte deinen Kartoffelschälkünsten sicher auch nicht schaden, Jan. Ich esse lieber Pommes aus der Tiefkühltruhe. Und ich stehe auf harte Naturburschen. Wo wird denn unser Naturbursche jetzt wohnen? Hm? Also was das angeht, da bin ich jetzt bestens versorgt. Tim wohnt jetzt in Fionas Pension, in Cleos altem Zimmer. Cleos Zimmer? Mhm. Na, hoffentlich muss er die Miete nicht durch Klavierunterricht finanzieren. Sag mal, was habt ihr eigentlich andauernd mit dem Klavier? Doch, nichts. Deine Vormieterin war nur, naja, wie soll ich sagen, äußerst musikalisch. Naja, jedenfalls, wenn es dich beruhigt. Ich werde meine Miete pünktlich bezahlen. Hast du schon einen neuen Job? Kommt Zeit, kommt Job. Du bist genau der Typ, den Julia braucht. Nett, zuvorkommt, bloß keinen Stress machen. Hm? Sag mal, wenn du mit deinen klugen Ratschlägen durch bist, könntest du uns eine Flasche Wein aus dem Keller holen? Wenn es sein muss, aber ich hätte dem Team noch eine ganze Menge zu sagen. Ja eben, nüchtern erträgt das keiner. Puh, die Idee mit dem Abendessen war wohl doch nicht so brillant, oder? Deine blöden Sprüche eben, was soll das? Ich werde davon nur meine Meinung sagen dürfen, oder? Sag bitte, was du willst, aber verschon Tim mit deinen dämlichen Andeutungen. Okay. Ja. Okay. Julia, warte mal. Was denn?
Naja, es ist zwar ein bisschen blöd, aber jetzt, wo Tim hier bleibt, wird sich zwischen uns aber nichts ändern, oder? Verstehe ich nicht. Du bist und bleibst mein Bruder. Was soll sich daran ändern? Ich habe vorhin mit dem Gutachter telefoniert. Er kommt morgen früh. Sehr gut. Bis dahin werden wir die Dokumente im Tresor aufbewahren. Also ich werde die Briefe bestimmt nicht klauen. Sicher ist sicher. Ich bin froh, dass ich sie gefunden habe. Na, wie froh du wirklich sein kannst, werden wir ja morgen sehen. Ja. Und was machst du dann? Was machst du, wenn die Briefe tatsächlich echt sind? Dann nehme ich meine Behauptung natürlich zurück. Und gibst zu, dass du sie abgefangen hast? Ob echt oder unecht, ich habe die Briefe nicht abgefangen. Ja, nicht schon wieder diese Diskussion. Also langsam wird's auch wirklich langweilig. Außerdem habe ich Mordshunger. Wir wollten doch was essen gehen, ne? Das ist immer noch eine hervorragende Idee. Du kommst doch mit? Ja, gerne. Zur Feier des Tages gehen wir am besten ins Hotel zur Prosten. Denen wird das Lachen noch vergehen. Es ist alles so sinnlos. Am liebsten würde ich die Schule gleich hinschmeißen. Schule, Studium, hinterher ein Job. Man rackert sich ab. Und hinterher ist doch alles für den Arsch. Naja, aber es ist doch immerhin noch besser, als rumzusitzen und nichts zu tun. Florian, Iris hätte doch bestimmt auch gewollt, dass du die Schule weitermachst. Ich kann das einfach alles noch nicht. Ich brauche einfach was Zeit für mich. Kommt ihr runter? Das Essen ist fertig. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie so schnell Zeit gefunden haben. Keine Ursache. Guten Tag. Ja, mein Bruder Benedikt, Dr. Hester, Kunsthistoriker, Restaurator und Sachverständiger bei Gericht. Hört sich gut an. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, worauf warten wir? Oder willst du die Briefe noch mal 20 Jahre verstecken? Nein, 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 nein. Die besagten Schriftstücke befinden sich im Tresor. Moment. Ich war schon öfter hier im Haus. Habe Expertisen zu Gemälden oder Antiquitäten ausgestellt. Aber Briefe begutachte ich hier in diesem Haus zum ersten Mal. Öfter mal was Neues. In dieser Mappe befinden sich die Briefe, die angeblich 20 Jahre alt sein sollen. Bitte. Na, dann wollen wir mal. Darf ich? Aber bitte, nehmen Sie Platz. Wahrscheinlich kann ich nach dem ersten Augenschein noch nichts Endgültiges sagen, aber dann nehme ich die Briefe eben mit in unser Labor. Doch, die Angelegenheit ist einfacher, als ich gedacht habe. Diese Briefumschläge sind mit Sicherheit keine 20 Jahre alt. Ich sehe auch keinen Anhaltspunkt, weshalb sie aus Indien kommen sollten. Na also. Unmöglich. Sie müssen sich irren. Schauen Sie noch mal genau nach. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Diese Dinger da sind nagelneu. Ich kriege sie in jedem ordentlichen Schreibwarengeschäft. Das kann nicht sein.